Video. Es freut mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast, um es anzuschauen. Ich möchte, dass dieser Kanal etwas weiterbringen kann. Egal, ob du noch in der Schule bist oder im Studium bist oder mit einem Berufsleben steckst. Ich möchte, dass du, nachdem du ein Video gesehen hast, etwas davon mitnehmen konntest. Der Channel wird sich vor allem den Themen Produktivität, Zeitmanagement, Zielsetzung und persönliche Weiterentwicklung beschäftigen. Ich habe mich auf diese Bereiche geeinigt, weil ich mich in den letzten Jahren intensiv mit ihnen auseinandergesetzt habe und weil ich denke, dass es wichtig ist, diese Thematiken zu behandeln, weil sie nicht in der Schule behandelt werden und eigentlich das ganze echte Leben ausmachen. In diesem Video möchte ich euch die Sache vorstellen, die meinen ganzen Workflow zusammenhält. Es ist nämlich die App Notion. Auf dieser App läuft mein ganzes Leben ab. Also ich führe dort mein tägliches Journal, ich tracke meine Gewohnheiten, ich plane meinen Tag, ich mache aber auch meine Notizen für die Uni und ich lerne für meine Prüfungen. Außerdem halte ich dort auch meine jährlichen Ziele fest und habe dort mein virtuelles Bücherinventar. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende des Videos dran, weil ihr am Ende tolle Tipps von mir bekommt, wie ihr gleich starten könnt. Jetzt eine kleine Erklärung vorweg, was Notion überhaupt ist. Notion ist eine Anwendung, die Komponenten wie Datenbanken, Kanban-Boards, Wikis, Kalender und Erinnerungen bereitstellt und die Benutzer können diese Komponenten verbinden und sozusagen ein eigenes System kreieren für Wissensmanagement, Notizen, Datenmanagement und Projektmanagement. Das klingt jetzt mal kompliziert, aber diese Beschreibung macht nur mehr deutlich, wie vielfältig dieses Programm eigentlich ist. Und ich möchte euch jetzt eine kleine Tour von meiner Notion geben, damit ihr circa wisst, was man alles mit der App machen kann. Bis gleich. Willkommen zu meiner Notion Tour. Ich habe das Programm gerade geöffnet, das heißt, ihr seht jetzt mein sogenanntes Dashboard. Das ist mein Arbeitsplatz. Man kann sehen, dass ich den Platz in 5 verschiedene Bereiche geteilt habe. Jetzt nur mal zur Übersicht. Dieser Bereich ist sozusagen mein Zuhause, das heißt, hier spielt sich das ganze Private ab. Hier befindet sich alles drum und dran von der Uni. Hier habe ich meine jährlichen Ziele festgelegt und dazugehörige Projekte. Hier befindet sich mein virtuelles Bücherinventar und hier habe ich einfach verschiedene Datenbanken, wo ich Notizen drin habe oder Rezepte und so weiter. Genau. Und man gelangt auf die Seite, indem man einfach auf sie draufdrückt. Und hier öffnet sich dann sozusagen meine erste Seite. Das ist jetzt mein Zuhause jetzt. Genau. Hier oben gibt es Sachen, die ich jeden Tag mache. Dann gibt es Sachen, die ich dokumentiere. Hier unten habe ich einen kleinen Plan. Und ich habe sogar auch eine Playlist. Genau. Und hier unten plane ich sozusagen meine ganzen Wochen. Das heißt, ich habe für jede Woche einen Plan und das sozusagen fürs ganze Jahr. Und ganz unten habe ich eben noch einen kleinen Kalender für Geburtstage oder Treffen. Genau. Ich möchte jetzt nicht auf jede einzelne Subpage gehen, aber ich werde einfach ein paar Beispiele zeigen, damit man circa sieht, was man alles mit Notion machen kann. Gehen wir mal auf meinen Daily Plan. So, hier oben habe ich eine To-Do-Liste und ich kann eigentlich ganz einfach etwas Neues hinzufügen, indem ich einfach auf Enter drücke und ich weiß nicht, YouTube-Video hochladen. Genau, und wenn ich die Aufgabe sozusagen geschafft habe, kann ich einfach hier drauf drücken und ich ziehe es immer in mein Archiv. Genau. Und so kann man ganz einfach
To-Dos aufschreiben und erledigen. Und hier unten habe ich sozusagen einen Tagplaner. Das heißt, wenn ich auf Today gehe, genau, also aufstehen, ich bin um 12 aufgestanden. Ich könnte jetzt einfach sozusagen etwas Neues hinzufügen. Jetzt ist es 1:30. Ich kann schreiben, Video shooten. Und das dauert natürlich nicht so lange. Das heißt, ich kann das jetzt hier hinten nehmen und ziehen auf 3 Uhr. Und eben hier kann ich dann auch schreiben, ob ich noch nicht begonnen habe, mittendrin bin und dass ich schon fertig bin. So, genau. Und so kann ich eigentlich jede Stunde meines Tages planen. So, wenn ich zurückgehe. Übrigens, ich habe mich persönlich dafür entschieden, mein Notion auf Englisch zu machen, aber das ist natürlich jedem selbst überlassen. Genau. Gehen wir mal auf mein 3-Minute-Journal. Das ist sozusagen ein Tagebuch, das ich jeden Tag einmal in der Früh und einmal am Abend mache. Genau. So, heute ist der 16. Februar. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Journal machen wollen würde für morgen, muss ich einfach auf Add a New Great Day und dann schreibe ich das Datum hin. Genau, und dann muss ich einfach nur noch hier drauf drücken und mein Journal ist eigentlich schon fertig. Das heißt, ich muss es nur ausfüllen und der Grund, wieso es so einfach ist, weil es ein Template-Button ist. Das heißt, ich muss es einmal konfigurieren und dann wird es für immer so bleiben. Genau. Und wenn ich hier drücke, habe ich auch Zugriff auf meine anderen Seiten. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier hin. Hier plane ich sozusagen mein ganzes Unileben. Ich habe mein diesjähriges Semester mein diesjähriges Jahr in 2 Semester geteilt. Ich zeige euch mal, wie ich mein Wintersemester geplant habe. Genau, hier habe ich auch eine kleine Playlist. Und hier unten habe ich auch so einen Kalender mit Prüfungen und so weiter. Ich habe jetzt keine Prüfungen mehr. Aber gehen wir zum Beispiel mal auf Einführung Management. Ich kann auch alle Sachen als Page öffnen und dann wird es sozusagen noch größer angezeigt. Hier habe ich dann so allgemeine Informationen zur Lehrveranstaltung, E-Mails, Ressourcen und so weiter. Und wenn ich hier runter scrolle, habe ich auch meine Notizen und die habe ich dann eben auch eingeteilt in verschiedene Themen, dann Datum, Ort und hier habe ich sogar auch die Folien. Und wir können zum Beispiel meine Notizen öffnen, indem ich einfach auf Open gehe und dann hier sehe ich dann meine Notizen. Und das Coole ist, was ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, dass man sozusagen eine Seite in einer Seite in einer Seite und so weiter hat. Aber ich könnte jetzt zum Beispiel auch noch hier eine Seite gründen und dann habe ich noch eine extra Seite. Das heißt, es geht immer so weiter, unendlich mal. Und das zeigt eigentlich auch nur, was für einen großen Spielraum man eigentlich hat. Genau, gehen wir nochmal zurück. Ich zeige euch auch mein Spaced Repetition. Das ist so eine Lerntechnik. Und es funktioniert eben so, dass man die Notizen, die ich eben halt vorhin geschrieben habe, dass ich sie in Fragen umwandle. Und dann tue ich diese Fragen eben in geblockten Einheiten lernen. Und wenn ich es zum Beispiel 4 bis 5 Mal gemacht habe, dann muss ich es nicht mehr einzeln lernen. Das heißt, ich habe eben keinen Stress, alles in einer Woche zu lernen und ich kann noch ein normales Leben führen vor den Prüfungen. Und hier unten habe ich dann sozusagen diese Revision Schedule, wo ich so die Sachen eintrage, die ich eben an dem Tag lernen muss. Und das, was ich persönlich mache, ist, dass ich es immer 5 bis 10 Minuten lang halte. Das heißt, ich mache die Spaced Repetitions so, dass ich nur 5 bis 10 Minuten dafür lernen muss, weil länger hätte ich auch keine Lust.
Genau, gehen wir auf meine Ziele. So, ich habe das hier, das sieht man hier links, mein Leben in 12 Bereiche geteilt. Und das ist eben das Livebook-Prinzip. Das habe ich in einem Kurs gelernt vor circa 2 Jahren. Und in jedem von diesen Bereichen habe ich eben noch ein Ziel. Und ich habe auch noch ein Wort des Jahres sozusagen. Und das soll mich eben begleiten, weil ich möchte daran erinnert werden, dass ich eben die Ziele erreichen sollte und nicht Vorsätze, die mir sowieso nur kurzfristige Freude bereiten. Genau. So, hier ist dann mein Bücherinventar. Das heißt, hier oben sind dann so Bücher, die ich schon gelesen habe oder gerade lese. Und wenn ich etwas sehr interessant finde, dann schreibe ich auch ein paar Notizen dazu. Die Seite ist zwar noch nicht ganz fertig, aber bis jetzt gefällt sie mir eigentlich ganz gut. So, und jetzt zu meinem letzten Space. Das ist eigentlich nur ein riesiger Braindump. Das heißt, ich werfe einfach alles da rein. Man sieht es eh schon. Es gibt, also ich habe ein kleines Notizbuch, ich habe eine Wunschliste, Rezepte, Quotes, verschiedene Links. Also es ist wirklich, all in all kann man Notion wirklich für alles benutzen und dafür mache ich es auch. So, das war es eigentlich auch mit meiner Tour. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen inspirieren und motivieren können, weil ich gebe euch jetzt 2 tolle Tipps, wie ihr dieses Programm auch für euch arbeiten lassen könnt. Bis gleich. Ich benutze Notion seit circa 5 Monaten und es hat mein Leben in sehr positiver Hinsicht verändert. Sich Notion zu holen ist jetzt nur eine Empfehlung, das heißt, ihr müsst es euch natürlich nicht runterladen, aber ich empfehle es wärmstens an alle, die das Gefühl haben, sie haben ihr Leben nicht im Griff. Die erste gute Nachricht ist, dass Notion gratis ist. Es gibt aber auch kostenpflichtige Abos, die man sich als Student gratis holen kann. Das wäre eben der Personal Pro Plan. Er unterscheidet sich vom normalen Plan am meisten darin, dass die Uploads unlimitiert sind. Das heißt, man kann auch 300 bis 500-seitige Lehrveranstaltungsfolien raufladen. Ich weiß, dass diese Tour sehr umfangreich aussah und ihr euch vielleicht denkt, boah, wie lange hat sie gebraucht, um das alles zu erstellen? Ich habe schon lange gebraucht, aber nur, weil ich mich zwischen den Templates nicht entscheiden konnte. Also ja, es gibt Templates. Man hat auf der Notion-Seite Zugriff auf so viele Muster-Templates, die man einfach nur auf sein eigenes Notion duplizieren muss. Das heißt, man muss sich selbst gar nichts erstellen, sondern kann einfach sofort das zur Verfügung gestellte Template von anderen Leuten benutzen. Und das natürlich auch kostenlos. Ich werde euch unten in der Infobox alle relevanten Links reinschicken, damit wenn ihr überzeugt wurdet, sofort starten könnt. Danke, dass ihr dieses Video angeschaut habt. Es bedeutet mir wirklich sehr viel und ich hoffe, ihr konntet etwas davon mitnehmen. Bis dann.